Die Deutsche Familiengenossenschaft als Steuersparmodell wurde jüngst vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg auf eine Stufe gestellt, de facto jedenfalls mit dem Cum-Ex-Modell. Was das für dich bedeutet, wenn du eine solche Genossenschaft betreibst oder betrieben hast oder überlegst, eine solche zu betreiben, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. In den letzten Jahren wurde ja vielfach das Modell der Familiengenossenschaft hier beworben auf YouTube, auf anderen Kanälen. Auch wir hatten ja zum Beispiel mal hier ein Interview auf diesem Kanal zum Thema Genossenschaft. Vielfach hat man da so Sprüche gehört wie du bezahlst den Familienurlaub hier immer noch aus versteuertem Geld. Da gibt es auch Wege, wie du das steueroptimiert aus nicht versteuertem Geld sozusagen als Betriebsausgaben absetzen kannst. Und dann wurde eben hier die Genossenschaft als ein Modell beworben, wo man hier alle möglichen Ausgaben der privaten Lebensführung letztlich dann angeblich steuerlich geltend machen konnte. Denn es wurde argumentiert, die Familienmitglieder sind Genossen dieser Genossenschaft und die Genossenschaft darf ihre Mittel hier für den Vorteil der Genossen ausgeben. Da wurde dann der private Urlaub als Studienreise deklariert. Die Küche zu Hause war auf einmal eine Kantine. Das privat genutzte Fahrzeug war dann ein Genossenschaftsauto. Die betreffenden Genossenschaften vertreten entsprechend die Auffassung, dass die Förderung der Wirtschaft ihrer Mitglieder im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 1 des Genossenschaftsgesetzes in Gestalt von Maßnahmen erfolgen kann, die auf die Senkung der privaten Ausgaben der Mitglieder gerichtet sind. Denn nach dieser gesetzlichen Regelung ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs, der Wirtschaft der Mitglieder und deren soziale und kulturelle Belange mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes. Hunderte solcher Genossenschaften wurden bekanntlich etabliert. Einige unserer Mandanten hatten auch vor, solche Genossenschaften zu etablieren. Ich habe da vielfach vorgewarnt. Es gibt ja auch sehr gute Videos auf YouTube von manchen Anwälten, die sehr genau erklären, wie riskant das Ganze tatsächlich ist. Übrigens, besondere Popularität hat ja die Genossenschaft auch erreicht, wenn es darum ging, hier die Wegzugsteuer zu sparen. Auch da wurde dann erzählt, dass letztlich die Wegzugsteuer damit ausgehebelt werden kann, weil die Idee war im Grunde genommen, wenn ich dann meine GmbH in diese Genossenschaft einbringe, dadurch wird ja mein Anteil als Genosse an der Genossenschaft nicht mehr wert. Insofern ist dann auch keine Wegzugsteuer fällig. Das ist meiner Meinung nach genauso problematisch wie diese Familiengenossenschaften, wo es darum geht, hier im Grunde genommen private Ausgaben über die Genossenschaft zu tätigen. So, das Ministerium der Finanzen in Sachsen-Anhalt veröffentlichte hierzu bereits 2023 eine steuerliche Einschätzung. Demnach stellt die auf die Finanzierung der privaten Lebensführung gerichteten Leistungen mangels hinreichenden Zusammenhangs zum genossenschaftlichen Geschäftsbetrieb eine verdeckte Gewinnausschüttung dar. Der Betriebsausgabenabzug ist folglich verwehrt. So, und jetzt kommt's. Jetzt gab es nämlich hier ein neues Urteil des Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg. Dieses hat nämlich diese Auffassung jüngst bestätigt. Ich zitiere: Vielmehr dient das Unternehmen der Mittelbeschaffung zur Finanzierung der privaten Aufwendungen der ordentlichen Mitglieder. Eine solche Überschussverteilung ist nach der gesetzlichen Konzeption der Einkommensermittlung gerade nicht einkommensmindernd zu berücksichtigen, sondern stellt einen typischen Fall einer Gewinnausschüttung, die verdeckt erfolgt, dar. Die Befreiung persönlicher Bedürfnisse kann keine ertragssteuerlichen Auswirkungen haben, denn durch das Rechtsinstitut der verdeckten Gewinnausschüttung soll gerade die Verlagerung privater Aufwendungen in die betriebliche Sphäre verhindert werden. Damit ist eben die steuerwirksame Verwendung von Gewinnen der Genossenschaft für private Aufwendungen der Mitglieder ausgeschlossen. Denn diese privaten Aufwendungen der Mitglieder fördern ja gerade nicht den Genossenschaftszweck. Die Förderung der privaten, sozialen und kulturellen Belange der Mitarbeiter berechtigt daher nicht zum Betriebsausgabenabzug. Und jetzt kommt eine weitere Aussage des Gerichtes, welche das Ganze in einem besonders kritischen Licht beleuchtet und etwas, das du unbedingt wissen musst, wenn du eine solche Genossenschaft gegründet hast. Bemerkenswert ist nämlich die Aussage des Finanzgerichtes, dass dahingestellt werden kann, ob aus dem von der Klägerin geschaffenen Konstrukt zur steuerlichen Geltendmachung privater Aufwendungen sonstige außersteuerliche Konsequenzen zu ziehen sind. Diese Beurteilung und dahingegen der Ermittlungen obliegen nicht
dem erkennenden Senat. Also das ist natürlich ein ganz, ganz deutlicher Hinweis auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Ja, dessen muss man sich hier sehr deutlich bewusst sein. Und jetzt kommt das, was jetzt vor allen Dingen für dich wichtig ist. Nach diesem Urteil des Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg und nach dem vorher zitierten Erlass des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt musst du im Grunde genommen jetzt gegenüber den Finanzbehörden erklären, wenn du eine solche Genossenschaft betreibst, ob bei deiner Genossenschaft hier entsprechende Ausgaben getätigt wurden. Und das ist besonders dann wichtig, wenn du ein Strafrisiko vermeiden oder zumindest reduzieren willst. Aber hier geht es ja nur um deine aktuelle Steuererklärung. Je nachdem, wie alt deine Genossenschaft ist, gibt es natürlich hier auch in der Vergangenheit große Risiken für dich. Potenziell. Die Klarheit der Entscheidungsgründe des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg und der Hinweis des Gerichtes wird Steuerfahndungsämter dazu veranlassen, das Ganze auch strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie das Gesamtkonstrukt der Familiengenossenschaften als Steuerhinterziehungsmodell qualifizieren und damit in eine Riege mit Cum-Ex-Gestaltungen stellen. Ich würde dir daher dringend raten, dass du, wenn du eine solche Genossenschaft betreibst, hier nachträglich deinem Finanzamt darüber Auskunft gibst, dass du hier möglicherweise von dieser Rechtsprechung betroffen bist. Natürlich nicht alleine. Besorg dir einen kompetenten Anwalt, der sich hier mit Steuerstrafrecht auskennt. Rede mit deinem Steuerberater drüber und dann überlege mit ihnen gemeinsam, wie du dich hier am besten jetzt verhalten solltest. Das sind alles komplexe Themen und es kommt darauf an, dass man das Ganze richtig macht, insbesondere dann, wenn man hier eben den Weg der Selbstanzeige wählen möchte. Wenn dir dein Steuerberater oder Steueranwalt zu diesem Modell geraten hat, dann kann das letztlich den Vorsatz der Steuerhinterziehung entkräften. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, da liegen schon relativ hohe Anforderungen vor. Dummheit schützt eben leider vor Strafe nicht. Also, nochmal, die Regel lautet immer, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch tatsächlich so, wenn du in dieser Situation bist, dass du hier eine Genossenschaft gegründet hast, die du, wie hier beschrieben, verwendet hast, mit dem du hier Kosten der privaten Lebenshaltung abgesetzt hast, die normalerweise nicht als Betriebsausgaben abzusetzen wären, dann würde ich dir dringend raten, sprich mit jemandem und beginne das Ganze zu bereinigen. Wenn du planst, eine Genossenschaft zu gründen, wenn du dich schon hier in Gründung befindest, würde ich dir ebenfalls dringend raten, dich beraten zu lassen. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass du das Ganze abbrechen musst. Ich hatte vorhin auch schon den Fall der Wegzugsteuer erwähnt. Auch hier, meiner Meinung nach, ist die Genossenschaft absolut nicht geeignet. Wie du siehst, wird man jetzt hier bei den Behörden langsam spitzfindig. Das heißt, da kann es noch einen riesigen Rattenschwanz geben, auch wenn du schon ausgewandert bist hier mit einer Genossenschaft. Ich würde dir raten, dass du das Ganze nochmal durch deinen Anwalt oder Steuerberater prüfen lässt vor dem Hintergrund dieser hier zitierten Entscheidungen. Leider eben gibt es hier viele schwarze Schafe, die alles Mögliche behaupten, was dann eben in der Realität dann tatsächlich so nicht umzusetzen ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für die EWIF, ich sage mal so salopp gesagt, die EU-Genossenschaft. Ja, auch hier gibt es einigen Missbrauch, auch hier gibt es ja Strafverfahren, die hier tatsächlich laufen. Ich muss jetzt wahrscheinlich keine Namen nennen, Düsseldorf und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ja, das sind natürlich alles missbräuchliche Gestaltungen. Ja, also im Englischen redet man hier ja sehr schön vom Spirit of the Law und vom Letter of the Law. Und selbst wenn man sich hier also an den Gesetzeswortlaut tatsächlich hält, bringt dir das relativ wenig, wenn du hier die Intention einer solchen Struktur und einer solchen Gesetzgebung nicht beachtest, dann ist das Ganze missbräuchlich. Beides muss eben der Fall sein. Ja, also du musst, wenn ich den englischen Begriff nochmal zitiere, sowohl konform sein mit dem Letter of the Law. Ja, das heißt, du musst dich natürlich an den Wortlaut des Gesetzes halten, aber eben auch the Spirit of the Law. Also das, was eigentlich hier der Gesetzgeber tatsächlich gemeint hat, was die Intention war des Gesetzgebers. Auch hiermit musst du kongruent sein. Ansonsten fliegt dir das Ganze leider, muss man sagen, um die Ohren. Wenn das Themen sind, die auch dich hier beschäftigen, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Rechtssichere Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland. Auch wenn das manchmal heißt, dass wir hier Mandanten negative Nachrichten bringen müssen, so wie heute, und idealerweise natürlich verhindern, dass sie solche Konstrukte wie solche Genossenschaften
gründen, die Sie dann Kopf und Kragen kosten können. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.